Hallo, herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Ich wollte heute wieder die Gelegenheit nutzen, hier ein Video zu veröffentlichen, denn das war noch ein Überbleibsel aus dem letzten Jahr vom Weihnachtsfest, wo ich diese Figur für jemanden geschnitzt habe, der das gerne verschenken wollte, also seine Freundin mit dem Hund. Eine schöne Idee, die habe ich als Kleinplastik in 25 cm umgesetzt. Aber vielleicht inspiriert dich das ja, auch mal so eine Gruppe zu schnitzen, was ich immer wieder auch gerne empfehle. So Gruppen sind natürlich eine gute Ergänzung auch zu Einzelfiguren. Bei einer Krippe zum Beispiel kann man mal so eine Gruppe mit einbauen. Ich finde das immer ganz sehr ansprechend. Manche denken, ich habe das so gelernt, aber nee. Ich finde das persönlich sehr ansprechend und manchmal sieht man solche Gruppen, die früher auch vor allem geschnitzt wurden, heute eher kaum noch, würde ich sagen, aber so Figurengruppen machen das Ganze natürlich auch ein bisschen insofern schwieriger, dass ich nicht alles zum Beispiel genau aussägen kann. Also man sieht es bei der vorderen Seite des Hundes, dass ich das dann wirklich mal eben raushauen und schnitzen muss. Und da fangen dann vielleicht für manche schon die Schwierigkeiten an. Also wer sich dort weiterentwickeln will und so die nächste Herausforderung sucht, macht doch mal so eine Gruppe und versucht mal zwei Figuren oder ein Mensch mit einem Tier zu kombinieren in einer Plastik. Dafür dient das hier als Ermutigung, setzt es gerne um. Das war eine Auftragsarbeit, wer sowas gerne haben will und vielleicht zum Weihnachtsfest dann bei sich selber stehen haben will, kontaktiere mich gerne und schreib mir eine E-Mail, dann bin ich auch gerne bereit, mit dir dort in Verhandlungen zu treten oder wir können da was Schönes gemeinsam entwickeln. In diesem Sinne, nimm auch gerne dieses Angebot wahr und ich freue mich auf deine Nachricht. Ja, ich wünsche allen viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht auch beim eigenen Umsetzen. Ich habe hier ein neues Projekt begonnen und zwar ist das hier eine Frau mit ihrem Hund und das wird ein Geschenk. Da habe ich mir auch noch eine Geschenkbox aus Holz besorgt, wo das hier genau reinpasst. Also das ist auch auf die Größe konzipiert von jetzt knapp 26 cm. Und hier wollte ich mal kurz zeigen, wie das losging. Das war also die erste Idee, wo wir uns mit dem Auftraggeber überlegt haben, wie machen wir die Freundin mit ihrem Hund, wie stellen wir das hin. Hat noch nicht ganz gepasst vom Gesicht her und war etwas zu dick, weil das eine sehr schlanke Frau ist. Da ist sie etwas schlanker geworden, den Hund mal auf die andere Seite gepackt und einfach zu gucken, zu probieren, was sieht gut aus. Und das ist ja hier auch noch im Kontrapost, also sie steht auf diesem Bein. Dadurch verschiebt sich natürlich der Oberkörper etwas, ein bisschen anders. Übrigens soll sie die Hände genau so halten, darauf habe ich jetzt nicht den Einfluss, sondern das war halt so gewünscht. Und dann sieht sie jetzt hier noch wesentlich besser aus, also er wollte das gern dann auf der Seite haben, dass der Hund hier steht. Ich dachte eher hier, passt's gut von der ganzen Komposition her, also wenn man jetzt beide zusammenstellt, dann ist hier irgendwie so ein Leerraum, aber gut, kann auch da stehen, das ist eigentlich völlig egal für die Arbeit. Das ist dann Geschmackssache und das hängt ja auch damit zusammen, wie sind die Gegebenheiten zu Hause, wo das mal gezeigt werden soll. Ja, das Gesicht ist hier besser gelungen natürlich in der Zeichnung. Hier ist es mehr so schemenskizzenhaft und auch der Hund sieht noch nicht richtig aus. Hier hat sich das schon total verbessert. Da muss man sich einfach noch mehr nach den Bildern dann auch richten, die halt so gegeben sind. Und durch das Zeichnen und Probieren kann ich natürlich auch schon mal das Schnitzen trainieren. Ja, wenn ich so ein Gesicht mal ganz fein durchzeichne, das ist natürlich eine ungeheure Übungssache auch für das Schnitzen. So, und dann habe ich das nochmal kopiert, entsprechend hier ausgeschnitten, auf die andere Seite gespiegelt, den Hund, um einfach noch für mich nochmal zu gucken, würde das gut aussehen. Also das wäre jetzt vielleicht meine Variante, die ich bevorzuge, aber der Auftraggeber möchte es halt gerne auf der Seite haben, das Tier. Und der ist auch genau, passt genau zur Person proportioniert, also in der Relation, dass es genau zu dieser Person passt. Es kann ja auch eine kleine Frau oder ein Kind sein, dann muss es halt genau zum Hund passen. Das ist immer schwierig, da genau diese Größenverhältnisse zu finden. Das ist also eine eher zierliche kleine Frau. Und wir haben dann hier dieses Holzstück, was hier schon liegt. Ich habe da also eins rausgesucht. Ich habe hier mal oben diesen vom Sägegatter den Schnitt weggearbeitet und das ist hier schön hell. Man sieht es auch hier, hat aber hier so einen Fehler. Also ich muss die Figur bis hierhin rüber bekommen und dann habe ich hier die Schalkante, wo das Holz außen auch sehr schön hell und auch gelblich ist.
Ich habe da extra dieses Stück rausgesucht, weil das eine schöne, ja, starke Substanz hat. Das ist richtig schön schwer und so eine feine, enge Linde. Man sieht zwar deutlich die Jahresringe, aber wenn ich übers Hirnholz schneide, merke ich, das ist ganz speckig, weich und also auch sehr dicht irgendwie, was mir beim Gesicht entgegenkommen wird bei dem feinen Hundegesicht, bei diesen Details. Nicht jedes Holz ist immer gleich. Manchmal ist das ganz weich oder oben, wenn ich übers Hirnholz hier schneide, dass sich dann die Jahresringe zusammenschieben. Also da muss ich natürlich auch eine gute Auswahl treffen. Und deshalb habe ich jetzt hier mal dieses Stück gewählt. Und das werde ich jetzt mal aussägen an der Bandsäge. Natürlich bin ich etwas großzügiger. Ich muss aber schon sehr dicht ran, um mir hier die Schablone wirklich zunutze zu machen. Also da möglichst dicht dran. Beim Hund gibt es natürlich ein paar Schwierigkeiten, weil der perspektivisch hier verzerrt ist. Da muss ich also aufpassen, dass ich hier nicht zu viel wegsäge. Wahrscheinlich werde ich etwas mehr dran lassen und das dann nochmal wegstechen mit dem Schnitzeisen. Das wird nicht so ganz einfach, diese beiden, die zueinander stehen. Hier geht es nämlich jetzt schon los. Aussägen passt bei solchen Sachen nicht immer 100%. Da muss man es dann eben auch manchmal raushauen, weil diese Schablonen natürlich durch ihre Verzerrung und diese perspektivische Sichtweise von uns dann nicht immer genau das Objekt umreißen können. Da muss ich dann eventuell mit 2 Schablonen arbeiten und das dann abstechen von der Seite oder so. Das wird schwierig, aber wird ein interessantes Projekt, auch in dieser ganzen Feinheit und dieser ganzen Schnitzarbeit. Ist natürlich auch eine Bildhauerarbeit, soll ja auch als Skulptur dann sichtbar sein mit einer schönen dünnen Plinte, hier so einem Sockel, den ich dann noch absägen werde. Aber zum Aufspannen lasse ich natürlich ja noch ein größeres Stück, aber auch bereits hier habe ich schon wieder Fehler am Holz, was ich also auf jeden Fall dann noch entfernen muss. Deshalb bleibt die Plinte auch nur so dünn und dass sie eben auch noch in die Geschenkkiste reinpasst. Ja, eine schöne Schnitzarbeit. Ich nehme euch mal mit rein und säge das jetzt aus. Ich habe das, was ich gut aussägen konnte, auch so genau wie es geht ausgesägt hier bei dieser Arbeit, weil sie halt möglichst maßgenau sein sollte, also sprich wie der wirkliche Mensch halt so gut es ging. Natürlich sind da gewisse Grenzen gesetzt, vor allem wenn man das lebende Modell nicht da hat und gewisserweise gezwungen ist, nach Bildern zu arbeiten, weil es die Person nicht wissen soll oder weil sie nicht da sein kann von der Entfernung her. Das ging aber relativ gut, würde ich sagen. Und jetzt bei dieser vorderen Schablone, das konnte ich natürlich wunderbar aussägen und von der Seite weniger gut, aber bis zum Hund habe ich es natürlich auch noch geschafft und mit einigen Schnitten, und das schneide ich jetzt eben noch weg. Und da unten arbeite ich mich jetzt erstmal an den Hund ran und hier unten fange ich jetzt mal an zu schlagen. Und zwar, man sieht es vielleicht nicht immer so gut im Video, das ist jetzt hier so ein 11er-Stich. Ich habe jetzt gelernt, in anderen Regionen sagt man gar nicht Hohlbohrer, wie das hier vielleicht der Fall ist, sondern es ist einfach nur ein 11er-Stich. Also, welche Bezeichnung auch immer ihr benutzt, der Stich 11, 30 mm, der hat eine schöne ovale Form in diesem Fall und in den engeren Hohlungen und Rundungen setze ich ihn mit der Mitte unten an und sonst eher seitlich. Wenn ich über Flächen arbeite, dann kann ich ihn wundervoll kombinieren bei so kleinen Arbeiten und dann gehe ich natürlich recht bald auch mit dem geraden Balleisen darüber. So, jetzt habe ich hier so eine Zeitrafferaufnahme, also aus vielen Bildern ergibt sich der Prozess, weil ich nicht immer alles filmen konnte, weil ich mich mehr auf die Arbeit konzentrieren musste. Und man sieht ja, wie das hier vorangeht. Also, das ist eine schwierige Arbeit. Ich muss jetzt immer schön abgleichen. Ich habe ja auch mir ein Bild entsprechend mal groß kopiert und das ist genau im Verhältnis zur Dame. Und das lege ich halt immer wieder drauf und dann muss ich diese Linien abarbeiten, nach hinten stechen. Man hat immer so eine Tendenz, etwas größer zu werden, ja, dass die Linie nie genau abgestochen wird, sondern ich sie immer wieder kontrollieren muss sozusagen. Passt das? Eine Schublehre kann da auch gut helfen, um wirkliche dicken Verhältnisse mal genau abzuarbeiten, abzumessen. Ja, und dann musste ich halt die Figur entsprechend auch wieder kleiner arbeiten und das ist immer so ein Hin und Her zwischen Hund, Figur, dann den Kopf des Hundes zum Beispiel wieder klein machen, die Beine dünner schnitzen, die versetzten Beine ausarbeiten und dann den Durchbruch allmählich mal angehen. Also ich muss sagen, ich habe mich hier ein bisschen schwer getan mit dem Durchbruch und ich wollte den Hund ja, wie gesagt, auch gerne auf die rechte Seite tun und
Leider ist er nämlich genau mit dem Fuß der Dame hier entsprechend kollidiert. Und da wirklich den Durchbruch zu schaffen, das war jetzt also wirklich eine Herausforderung, weil man manchmal eine Tendenz hat, ja, dass man sich dann nicht so richtig rantraut, gewisse Dinge noch zu dick sind, aber man möchte das eigentlich auch gerne trennen und da irgendwie vorankommen. Wenn man die Trennung aber nicht hat, kommt man auch nicht wirklich weiter. Und ja, da habe ich mich also ein bisschen schwer getan, aber letztendlich sieht man jetzt, ich habe es herausgelöst, die ganze Figur, eben von groben anlegenden Schnitten, jetzt hier zum Ausarbeiten, feinere Arbeiten, Abstufungen in den Fingern. Ich habe da also so ein bisschen treppenartig die Finger voneinander abgegrenzt, dass ich auch eine wirkliche plastische Wirkung habe. Nicht einfach nur einen Geistfußschnitt reinsetzen, sondern auch mal ein bisschen voneinander die Höhenunterschiede so abheben. Natürlich auch vorne, der kleine Finger ist natürlich entsprechend kürzer wie die anderen und so. Da muss ich natürlich die Größenverhältnisse der Finger einarbeiten beim Gesicht. Das hat man schon aus anderen Videos von mir gesehen. Ich habe das hier so ein bisschen kombiniert. Eher flächige Schnitte mit Hohlschnitten, wo ich jetzt mich an das Gesicht heranarbeite mit so ein bisschen ja, modellierenden Schnitten, sage ich ja gern. Weil ich kann die Form auch so ein bisschen ausmodellieren. Ich kann mit den Hohlschnitten so ein bisschen über das Auge gehen, über die höchste Stelle und über die höchste Stelle des Mundes und dann ringsherum wieder alles nacharbeiten, um an die eigentliche Form ranzukommen. Es ist halt sehr sensibel und ich möchte, so gut es geht, das Gesicht halt treffen, das Porträt. Und ja, da habe ich mich mal so vorsichtig rangearbeitet, mit dem Hohleisen kleine Querschnitte gemacht und dann geglättet mit dem Flacheisen. Man sieht, die Wangen kommen schön raus. Ja. Da muss ich halt ein bisschen in die Tiefe gehen, nicht zu flach bleiben, um da wirklich auch das dann zu treffen wiederum, das Gesicht, wie es werden soll. Es hat auch viel mit plastischer Wirkung zu tun. Und das Auge, gut, das habe ich jetzt hier versucht, wie es in der Wirklichkeit ist, halt auszuformen. Aber für diese Größe von Figur ist es nicht wirklich empfehlenswert. Da kann man also auch Formen der Stilisierung wählen, dass man zum Beispiel ja, das Auge wirklich mit einem Hohlbohrer nur anlegt und dann vielleicht auch so lässt, ja, wenn die ganze Figur vielleicht etwas schnittiger gehalten ist, kann auch das Auge ein bisschen einfacher gehalten sein. Da muss man mal ja, überlegen, was einem gefällt, ob man das wirklich so haben will. Ja? Weil wenn ich hier noch viele Schnitte sehe, zum Beispiel wie ich das Auge da reingestochen habe, das kann natürlich auch sehr schlecht wirken, wenn man es jetzt nicht wirklich durchsteht. Ja? Also da vielleicht lieber eine einfachere Form wählen, wie man das Gesicht gestaltet. Und die ganze Arbeit vielleicht auch etwas einfacher halten. Es muss ja nicht immer gleich 100% realistisch sein. Das wird man eh nie schaffen. Und so bin ich dann auch Richtung Ende gekommen mit Sauberschnitzen.
Mein Abschlusskommentar, wir haben also hier eine wirkliche kleine Kleinplastik. Das ist ja so eine eigene Gattung in der Bildhauerei, kann man sagen, Kleinplastik. Und da gibt es zum Beispiel im Bode-Museum sehr schöne Vorlagen, so Kunstgeschichte 17. Jahrhundert oder noch älter, was ich gesehen habe. Also man kann sich da nie satt sehen. Ich war da schon öfters drin und da sind viele solche kleinen Figuren noch viel, viel besser ausgearbeitet. Was ich hier gemacht habe, ist dagegen wahrscheinlich stümperhaft. Wahrscheinlich hätten die sich krank und schief gelacht, aber man braucht dann auch einen ganzen Monat Zeit, würde ich sagen, um so ein Ding wirklich 100% zu machen. Ja. Das kann natürlich der Anspruch sein, wenn man hobbymäßig unterwegs ist, würde ich zunächst ein anderes Holz wählen. Für mich persönlich will ich sowas gerne nochmal, vielleicht nicht das gleiche Motiv, aber sowas in der Richtung. Kann auch gerne noch ein bisschen älter sein oder vielleicht irgendwie so eine religiöse Figur. Irgendwas in der Richtung, Engel oder so. Aus Birne nämlich. Birne ist der Marmor unter den Hölzern. Was das betrifft, lässt sich nämlich polieren, ist aber auch gut schnitzfähig noch, vor allem für diese kleinen Arbeiten, so Richtung Buchsbaum. Das wird ja auch gerne genommen, so für kleine Galionsfiguren an so einem Modellbauschiff oder so. Buchsbaum lässt sich auch herrlich bearbeiten für Details. Und Birne natürlich polierfähig, hat man früher sehr oft und sehr gerne genommen für solche hochbrillanten Arbeiten. Das könnte eine solche werden, aber wie das halt immer so ist, man tut natürlich immer wieder Fehler auch einarbeiten und das ganze Ding ist letztendlich auch voll von Fehlern übersät, ja. Und deshalb bin ich auch der Meinung, man muss wie bei einer großen Plastik, bei einem Porträt oder bei einer richtigen Figur, die halt richtig top werden soll, auch ein Modell vorher machen. Das ist natürlich für so eine kleine Arbeit ganz schön Aufwand und dann ein 1:1 Modell eventuell das übertragen, modellieren, dann kann man diese ganzen Fehler schon mal durchexerzieren und überlegen, was man da eigentlich fabriziert. Ich habe hier zum Beispiel in der Haltung irgendwie noch ein Problem, dass der Kopf ein bisschen zu weit vorne ist, also ein Problem der Anlage, das kann man natürlich mit Modellen ausmerzen, sowas, wenn man dann schon mal sieht, okay, die Figur muss irgendwie anders stehen, der Hals könnte ein bisschen straffer nach hinten gehen aus meiner Sicht, ja, die Figur oder die Person hat so was Schönes, was auch der Person so einen Charakter gibt, dass anscheinend der Hals noch mehr gerade ist. Man sieht es ja bei manchen Volksgruppen oder so, mehr so aus Osteuropa, das immer schön den Hals so gerade halten. Wir hingegen tun ihn schon mehr so wie so ein Schwan, so ein bisschen durchbiegen. Ich habe es wahrscheinlich intuitiv zu weit durchgebogen. Also das hätte ich gerne noch anders. Ein paar vielleicht Falten und sowas. Studium. Hier oben ist es vielleicht ein bisschen zu harsch geworden, aber sonst natürlich extrem weich, diese ganze Figur. Da kann man sich jetzt handwerklich an die Grenzen führen. Also das geht hier schon an den Rand des Machbaren, so handwerklich und mit den Schnitzeisen. Man muss ja immer wieder schneiden und dann Kante verbrechen und gucken, Anatomie und so. Also das ist ganz viel Vorbereitung auch, was den Hund betrifft. Ja. Also die Länge zu der Länge, zur Kopflänge, zur Breite und so weiter, Widerrisshöhe. Den habe ich auch so mehr oder weniger noch nicht richtig durchstudiert, diesen Hund. Ja. Auch die Rasse für sich genommen, das ist irgend so ein Mix, so ein ganz spezieller Mix, so ein Straßenhund aus Spanien war das und ist ein interessanter Hund, hat auch eine schöne, total schöne Form und man sieht ja auch im Größenvergleich zur Figur, dass das eine sehr zierliche Frau ist. Das wäre natürlich alles in der Vorbereitung zu klären. Also Minimum gute Zeichnungen machen und wenn sie halt nur die Umrisse angeben, aber das ist das Minimum, wenn sie nicht schattiert sind, wenn man das nicht kann. Die Umrisse muss man schon angeben bei den Zeichnungen, um das einfach zu kapieren. Ja. Wie sind die Größenverhältnisse irgendwie zueinander? Und wenn ich nur Bilder habe, muss ich das auch irgendwie übersetzen in eine Schnittsprache. Ja. Das ist ja nicht 1:1 irgendwie dann einfach nur Bild werde jetzt zur Figur, sondern ich muss das ja durchdenken, systematisch. Und also das wäre also die Vorarbeit, die hier auch sehr, sehr wichtig ist. Minimum gute Zeichnungen. Und wenn man es halt schön schattieren kann, dann aus verschiedenen Perspektiven diesen Hund studieren. Und wenn man ein Modell machen kann, mache man ein Modell. Und hier aber in den Haaren sehr schwierig. Natürlich muss ich hier Schnitt an Schnitt setzen, diese Wellen schön einarbeiten. Ja. Da muss Hohlbohrerschnitt an Hohlbohrerschnitt mit leichten Wellen versehen, dass das irgendwie natürlich, organisch wirkt. Und dadurch, dass alles schön gestochen ist, kann man richtig brillant so in dieses Material reingucken. Man sieht jedes kleine Fäserchen. Und okay, mein Abschlusskommentar. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war hilfreich. Wenn dem so ist, lass mir auch gerne ein Like da.
Wenn du schon geliked hast, gib mir hier auch gerne noch einen schönen Kommentar. Schreib es gerne unter das Video, wie du es fandest, was besonders gut war aus deiner Sicht und was du mitgenommen hast. Und dann wünsche ich dir auch viel Freude mit deinen eigenen Schnitzarbeiten, wenn du Hobbyschnitzer bist. Wenn nicht und du einfach so zugeschaut hast, freue ich mich auch sehr darüber, wenn du das vielleicht teilst mit anderen, wenn es dich beeindruckt hat. Oder schau dir auch noch weitere Videos an auf meinem Kanal, die zu dem ganzen Schnitzthema hier entsprechend aufgenommen, produziert wurden, alle von mir selbst. Und das freut mich natürlich auch, wenn es viele Leute anschauen. Ja, dann sage ich mal bis zum Wiedersehen und wünsche euch alles Gute mit euren Arbeiten und euren Ideen und entwickelt da was Schönes. Alles Gute dafür, euer Simeon Decker.